Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Der ein oder andere, der meinen Kanal aufmerksam guckt, weiß, dass ich ab und zu erwähnt habe, dass ich demnächst noch eine große Sammlung mir holen werde. Und das ist jetzt passiert. Und diese Sammlung, was soll ich dazu sagen, besteht zu 100% aus KISS. Und es sind Platten, Singles, Platten und noch mehr Platten und noch mehr Platten. Nach dem Intro legen wir los. Ich würde euch gerne alles aus dieser Sammlung zeigen. Ich kann es nicht, weil es ist so viel. Das, was ihr hier seht, ist ein Bruchteil. Deswegen überblätter ich das jetzt einfach mal so grob mit euch und ihr bekommt ungefähr einen Eindruck, was hier jetzt alles so bei mir eingezogen ist. Das ist ein, ich sag mal, einmal im Leben Deal, den man, glaube ich, nur einmal macht und den ich auch nie wieder machen werde, weil es ist einiges an Erspartes dafür draufgegangen und es sind viele Platten in meine Sammlung eingezogen, wo ich nie gedacht hätte, dass ich die jemals erhalten werde. Deswegen fangen wir einmal ganz kurz an, hier zu gucken. Also das sind die Bootleg-Boxen, die ich euch ab und zu vorstelle. Da sind einige Highlights bei. Hier zum Beispiel KISS Beatles mit Wackelbild. Boxen über Boxen, wirklich. Da sind so schöne Teile bei. Ich glaube, es sind irgendwie so 50 Stück oder so. Aber das, was ihr gleich seht, hat selbst mir den Atem verschlagen. Auch diese Box hier suche ich schon so lange. Endlich habe ich sie, auch die Hotter Than Hell Box. Ich werde euch die Boxen alle zeigen, nach und nach. Alle Platten werden irgendwann wahrscheinlich auch noch unter meine Kamera kommen, aber das hier ist das absolute Highlight und es ist ein heiliger Gral in meiner Sammlung. Eine fast unangetastete The Originals mit Originalfolie drum. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich bin der Erste, der sie entsiegelt hat, um da reinzugucken, aber ganz ehrlich, so ein Ding kann man nicht original verpackt lassen. Das Teil ist ein Traum. Es ist in tadellosem Zustand und jeder, der ein bisschen Ahnung hat von KISS, weiß, was die Box wert ist und wie die gehandelt wird. Es ist leider nicht die wertvolle Box, es ist eine wertvolle Box, aber es gibt noch eine rote Originals Box und die ist noch mal wertvoller. Und ich bin einfach froh, sie überhaupt zu besitzen, weil ich niemals gedacht hätte, dass ich sie bekommen werde. Ich hatte neulich eine etwas angeditschte, wollte ich für 600 versuchen zu kriegen, hat derjenige damals, ist nicht drauf eingegangen, hat sie dann, glaube ich, für 630 verkauft, wo ich dann auch dachte, wegen 30 € hat er jetzt noch weitere 4 Wochen gewartet. Aber naja, ist dann so. Hat mich ein bisschen geärgert, dass ich die 30 € nicht draufgelegt habe, aber am Ende habe ich sie in einem besseren Zustand mit Originalfolie drum und da war nämlich der Sticker nur ausgeschnitten und lag bei. Das Teil ist für mich wirklich ein Traum und ein heiliger Gral in meiner Sammlung. Ich habe natürlich einiges doppelt jetzt, aber ich habe auch so viele Sachen, wo ich nie geträumt hätte, sie zu besitzen. Wer meine letzte meinen letzten großen Haul gesehen hat von KISS-Platten, hat vielleicht mitbekommen, da habe ich schon einige coole Dinger zwischen gehabt, wo ich auch die KISS Terrier Box gezeigt habe. Und da auch kommt noch gleich der absolute Wahnsinn, das zeige ich euch. Ihr seht es, hier sind Boxen über Boxen. Da ist KISS of the Soundboard. Viele sind original verschweißt. Ich habe The Spirit of 76. Ich habe hier Bootlegs über Bootlegs. Wirklich ein absoluter Traum. Das ist nicht nur Bootlegs, manchmal sind da auch solche Sachen dazwischen, Promo-Copies. Original unterschriebene, um das einmal nur kurz hier zu zeigen. Da haben wir unterschriebene Platten, alle 4. Und hinten ist so ein Zertifikat mit drin. Ich meine, gut, so ein Zertifikat kann jeder drucken, aber ich sag mal so, die Platten sehen schon original unterschrieben aus. Das ist wirklich ein Kracher. Royal Highness, zweimal die The Elder Box. Picture Disc, das sind alles Picture Disc, Original Picture Disc mit Nummer hinten drauf von Asylum, Destroyer, ich glaube das Debütalbum, Unmasked habe ich glaube ich schon gesagt, also auch einige, Lick It Up, der absolute Wahnsinn. Das Teil hier konnte ich mir auch nicht entgehen lassen, das habe ich mitgenommen. Es ist unschwer zu erkennen von Berlin, Waldbühne, auf dem Konzert war ich gewesen. Eine bespuckte Setlist plus das Handtuch, das
Gene in diesem Konzert genutzt hat, um vielleicht hinter der Bühne oder oben auf der Bühne sich abzuwischen. Auch sehr, sehr cool. Ist immer eine Sache, die ich immer mal haben wollte. Ich meine, sowas kann jeder fälschen. Ich kenne aber die Quelle, wo es herkommt. Demnach gehe ich davon aus, dass es wirklich zu 100% echt ist. Dann nur mal hier. Den Wahnsinn, den ich mal zeigen möchte. Eine Chelsea-Platte. Da war Peter Criss damals. Das ist seine erste Band. Dann, ja, hier ist eine Whitesnake dazwischen. Keine Ahnung, wie die da reingerutscht ist. Dann habe ich hier Monster. Original verschweißt, original verschweißt, original verschweißt, original verschweißt, original verschweißt, original verschweißt und original verschweißt. Ich habe keine Ahnung, warum man so viele Monsterplatten hat. Aber es ist einfach so. Und, ja, jetzt habe ich sie. Es ist wirklich der Kracher. Und wenn Platten dazwischen waren, die nichts mit KISS zu tun haben, so wie hier, Kiel, haben sie doch irgendwie was mit KISS zu tun, weil das Ding hat Gene Simmons produziert. Also auch das hat irgendwie Bezug zu KISS. Weitere Boxen, Boxen über Boxen. Dann haben wir hier KISS Legend. Wer auch hier ein bisschen Ahnung hat, weiß, für was die manchmal bei eBay weggehen. More Legends. Dann hier die besagte Hotter Than Hell Box. Diese coolen Teile hier von Rock am Ring und was weiß ich nicht für Konzerte. Mit Samtschuber und all so ein Gedöns. Dann haben wir hier noch mehr Bootlegs. Dann habe ich hier, da habe ich zwei von. Conquering Italy, normale und einmal in der Promo Not For Sale Version. Da gibt es noch 15 Stück von, in weiß. Hier noch eine Alive 2 Box, eine Back Together Again Box. Und es ist noch lange nicht das Ende, ne? Nur so nebenbei, es ist noch nicht das Ende. Bleibt dran, wenn ihr den Wahnsinn wirklich komplett sehen wollt. Also drehen wir uns einmal kurz um und gucken hier weiter. Das hier sind, ich sag mal ungefähr an die, ich habe sie nicht gezählt, 250 Singles, vielleicht mehr, ich weiß es nicht, massenhaft, ganz viele Japan-Pressungen, seltene, sogar von Lynn Christopherson ist eine dabei, da hat glaube ich Paul und Gene damals als allererstes Background gesungen, bevor sie KISS gegründet haben. Wir gehen nur mal hier rein in den Wahnsinn. Diese Box hier besitze ich nur leer. Jetzt besitze ich sie voll. Sogar mit einer Nummer. 20 Anniversary Box Set. Ja, hier Bootlegs, KISS Cruise. Dann, was haben wir hier? Originals, Dynasty. Wenn die dann oftmals Japan-Pressungen, oftmals dann auch die Dynasty-Pressungen, die normalen, mit Poster drin. Hier ist wirklich so viel Stuff, das ist der Wahnsinn. Hier seht ihr schon, sind überall Japan-Pressungen und da wirklich schöne Teile bei. Von The Elder über The Originals und all so ein Kram. Und die Originals habe ich jetzt endlich mit dem KISS Army Sticker. Der ist nämlich drin. Ich würde es euch gerne alles zeigen, aber ich glaube, wenn ich jetzt hier einen Haul machen würde, würde das 24 Stunden dauern, um euch das alles zu präsentieren. Ich werde versuchen, das ein bisschen nachzuholen und da immer noch mehr zu zeigen. So, um das nur mal jetzt von oben zu zeigen, das ist alles noch KISS. All diese Kisten sind voll mit Platten. Platten über Platten über Platten und viele davon original verschweißt. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ich habe sogar eine Best of Solo-Albums, das muss ich euch kurz mal zeigen. Da steht sie. Auch die ist original verschweißt, obwohl ich mich frage, sie hat eine angestoßene Ecke und wurde dann wieder verschweißt. Und der Sticker ist auf der Folie. Nicht auf der Folie, unter der Folie. Ob die wieder nachverschweißt wurde oder ob die damals Rückläufer waren, schon kleine Macken hatten und dann diesen Original Sonderpreis-Sticker bekommen haben und dann wieder verschweißt wurden. Ich weiß es nicht, vielleicht hat einer von euch irgendwie eine Info dazu, was das auf sich hat mit dem Verschweißen. Das würde mich gerne mal interessieren. Falls ihr Info habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob das irgendwie damals so war, dass die dann irgendwie wieder verschweißt wurden. So, das haben wir gesehen, das haben wir gesehen, das haben wir gesehen. Es sieht hier aus wie auf dem Schlachtfeld in meinem Wohnzimmer. Ich muss das alles durchsortieren. Absolut der Horror. Und ja, das ist ein Teil und jetzt gehen wir noch mal kurz zum nächsten Teil. Okay, und das ist dann das Finale des Ganzen. Eine KISS Terrier Box habe ich euch ja schon gezeigt, besitze ich schon. Und ich habe auch noch die anderen 3 Boxen. Es heißt, ich habe jetzt 4 KISS Terrier Boxen. Darunter sind überall Platten. Also die sind auch noch brechend voll.
Keine ist original, also ich habe nicht den Original Kisteria Inhalt, außer die Beilagen, da besitze ich die Posterrolle und ich habe auch noch das Fotoset mit den Sticker bekommen. Aber hier habe ich jetzt definitiv dreimal die Kisteria Box und auch da sind alles noch Platten über Platten drin. Ihr seht schon, der absolute Hammer. Ja, was soll ich sagen? Es sind eine Menge Platten. Ich habe es mal überschlagen. Ich denke mal, mit Singles, ich weiß es nicht, werden es weit über 800 Stück sein. Und den Boxen zusammen. Es ist wirklich, ja, der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Und ich habe es alles einmal durchgeguckt. Ihr glaubt nicht, was da alles für cooles Zeug bei ist. Die ganzen Promo-Copies, die stellenweise Erstpressung von Destroyer, von, ich glaube, Alive, alle mit blauen Casablanca-Label. Da sind so viele coole Sachen bei. Da wird man wirklich blind. Ich blätter jetzt nur mal ganz kurz, weil sie hier stehen. Ich habe versucht, schon ein bisschen hier durchzusortieren. Die Picture Disc Scheiben, und das ist eine Leerhülle, damit ihr mal seht, was hier alles so bei ist. Da ist wirklich all mögliche Kram. Die hat eine Originalnummer drauf. Die hat eine Originalnummer drauf. 10 in Shot in the Shade, Love Gun, Dynasty mit Originalnummer, Lick It Up mit Nummer drauf. Über und über Platten, über Platten. Das ist wirklich der Hammer. Unmasked mit Nummer, Destroyer, The Elder, Hotter Than Hell, noch eine Unmasked. Eine davon ist halt eine von diesen Nachpressungen. Wirklich, es ist ja so viel Zeug, viele, wie nennt man das, Interview Picture Disc und hier auch eine Double Runes Rule, die Platte, ja, auch ein bisschen strange. Eine Laserdisc, davon habe ich nicht nur eine, sind sogar 2 Stück drin von den Laserdisc. Also das ist Wahnsinn. Und wie gesagt, diese Kisten auch gefüllt mit Platten. Ja, was soll ich sagen? Ich bin verrückt und man freut sich wie ein kleines Kind, wenn man da durchblättert. Das ist ein Deal, den ich, glaube ich, ja, so nie wieder machen werde. Und ich glaube jetzt auch bald KISS-mäßig gut ausgestattet bin und jetzt erstmal gucken muss, was mir da überhaupt irgendwann wie fehlt. Die meisten Platten, die ich immer haben wollte, habe ich jetzt. Es ist so ein bisschen das Sammeln mit einem Schlag fast beendet worden, aber ich sammle ja noch andere Bands. Deswegen wird das Sammeln nie aufhören, aber ich denke mal, ich werde auch bei KISS noch Platten finden, die mir fehlen. Gerade im Japan-Bereich und so versuche ich jetzt natürlich zu komplettieren, weil ich jetzt eine gute Grundlage habe, um da wirklich vielleicht die fehlenden Stücke noch zu kriegen. Lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo und ein Kommentar. Wenn es euch gefallen hat, würde mich tierisch freuen. Ja, demnächst sehen wir davon sicherlich noch was. Ich werde euch das ganz sicher Teile davon zeigen, besonders die Boxen werden wir auf meinem Kanal nach und nach durchgehen. Und ich bin raus. Ach so. Ich weiß, die Fragen werden kommen. Ich werde nicht sagen, was ich dafür bezahlt habe. Das bleibt mein Geheimnis. Es ist natürlich nicht günstig, das könnt ihr sicherlich ahnen, aber was ich dafür bezahlt habe, werde ich nicht äußern. Also braucht ihr nicht fragen, das bleibt mein Geheimnis. Ich finde mal, über Geld spricht man nicht. Der eine gibt seinen Kram für ein Auto aus, der andere gibt seinen Kram für Kissplatten aus und der andere sammelt Teddybären. Jeder hat seine Hobbys und jeder soll daran Spaß haben, was er sammelt, und er kann mit seinem Geld machen, was er möchte. So, das sind die abschließenden Worte. Keep on rockin'. Tschüss.